Mit Vertex-Version 6.8.0.17 gibt es einen neuen Weg, AI-Funktionen in Vertex zu benutzen, und zwar den LLM-Client in Python 3. Wir sehen hier den Knowledge Base-Artikel, der uns auch ein Codebeispiel zeigt, welches wir gleich live anschauen in der Praxis. Voraussetzung, um diesen LLM-Client nutzen zu können, ist eigentlich nur die aktuelle Vertex-Version, größer als 6.8.0.17, sowie ein API-Key bei AI-Anbietern wie OpenAI oder Anthropic. Okay, was ist also alles möglich mit diesem LLM-Client? Wir schauen doch mal in ein Vertex hinein. Und die erste von vielen Möglichkeiten, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, befindet sich auf der Rechnung. Wir haben hier eine ganz normale Rechnung, so wie Sie das alle kennen. Jetzt gibt es hier diesen Eintrag, erzeugt durch ein Skript. Ich war mal so frei, AI davor zu schreiben, damit wir es unterscheiden können. Wir lassen diesen mal laufen. Jetzt wird im Hintergrund an Anthropic in unserem Fall ein Request geschickt und wir bekommen zurück eine Rechnungszusammenfassung, zwar hier unten in diesem neuen Feld, und diese Zusammenfassung trägt schlicht und einfach die Leistungen zusammen und erfasst diese zu einem kurzen Summary. Okay. Das ist jetzt noch nicht sonderlich strukturiert. Jetzt sagen Sie vielleicht, oh, ich brauche so eine Leistungszusammenfassung unbedingt, aber sie muss einer gewissen Struktur folgen. Kommen wir gleich dazu. Wir schauen uns aber erstmal kurz den Prompt an. Im Codebeispiel auf der Knowledge Base sehen wir an dieser Stelle den Prompt, der ans LLM geschickt wird. Hier unten im Übrigen die Information, wohin wir es schicken, nämlich an Anthropic mit diesem Modell und diesem API-Key. Nein, das ist kein funktionierender API-Key. Hier gilt Bring Your Own Key. Sie tragen einfach Ihren eigenen dort ein und dann kann es losgehen. Okay, und diese Instruction ist hier doch relativ generisch. Man könnte ihr deutlich mehr Struktur mitgeben. Das werden wir auch gleich im zweiten Beispiel sehen. Genau. Aber Ihrer Fantasie sind hier dann keine Grenzen gesetzt, was Sie mit solch einer Zusammenfassung auf einer Rechnung erreichen können. Und genau, Sie sind dann natürlich frei, diese Zusammenfassung auf Ihren Rechnungsreport auch zu nutzen. Gut, wir schauen in das zweite Beispiel. Wir stellen uns vor, wir sind Account Manager oder Teil des Management-Teams und möchten mal wissen, was ist im LKT Consulting Projekt eigentlich aktuell so los. Ich habe jetzt aber keine Geduld, jede einzelne Aktivität durchzuschauen. Also weiß ich mir zu helfen und führe hier aus, AI-Aktivitäten zusammenfassen. Wir nutzen hier einen strukturierteren Prompt. Ich zeige den auch gleich. Wir gucken uns aber zuerst einmal das Ergebnis an. Okay, 18 Aktivitäten wurden gefunden und berücksichtigt. Genau. LLM-Zusammenfassungen wurden noch nicht übersprungen. Was bedeutet das? Diesem Prompt ist mitgegeben, dass wenn Aktivitäten existieren vom Typ LLM-Zusammenfassung, diese natürlich nicht mitbewertet werden, sonst verrennt sich die AI in ihren eigenen Zusammenfassungen. Das wollen wir nicht. Wir schauen jetzt hier in die Liste der Aktivitäten und sehen ganz neu, erzeugt diese Aktivität. So. Jetzt gibt es hier einen Projektüberblick und danach folgen Kapitel mit Aufzählungen für wichtige Themen, offene Punkte und nächste Schritte. Das sind also die Zusammenfassungen aus, in diesem Fall 18 Aktivitäten, die berücksichtigt wurden. Okay, woher kommt jetzt diese Struktur? Diese Struktur kommt aus dem Prompt, den wir in diesem Skript mitgeben. Und ich habe den mal hier rauskopiert. Der sieht so aus für unser Beispiel. Wir sehen hier die Struktur, die wir auch hier drüben auf der Aktivität zurückbekommen haben. Es gibt den Überblick, die wichtigen Themen, offenen Punkte und nächsten Schritte. Sie sind also vollkommen frei, hier zu definieren, was Sie gerne zurückhaben möchten oder sagen wir, in welcher Struktur Sie es gerne zurückhaben möchten, sodass Sie es exakt so anpassen können, wie Sie das in Ihren AI-Anforderungen benötigen. Gut, wir gehen auf ein drittes und letztes Beispiel. Wir können uns auch Reports erstellen lassen, die wir von der AI zurückbekommen.
Wir gehen wieder in das gleiche Beispiel. Wir denken uns, okay, ich habe einen Managementblick auf das Projekt. Ich möchte mal wissen, was denn hier aktuell insgesamt so läuft. Mich interessieren aber nicht nur die Aktivitäten, mich interessiert der globalere Blick. Dafür habe ich hier die AI-Projektzusammenfassung erstellt. Wir lassen die mal eben laufen. Was wir zurückbekommen, ist ein simpler Report, sobald die AI fertig gedacht hat. Okay, und der Report ist dieser Projektstatus, in dem Fall jetzt mit 4 verschiedenen Kapiteln, die schlicht und einfach mit 4, 5 Sätzen zusammengetragen werden. Auch hier gilt jetzt natürlich wieder, wenn Sie sagen, ich brauche hier mehr Zahlen, ich brauche einen Finanzüberblick, dann ist das etwas, was man schlicht und einfach im Prompt einbaut und dann mit wirklich sehr geringer Anpassung entsprechend auch zurückbekommen wird. Das ist jetzt relativ generisch, aber lassen Sie Ihre Fantasie spielen. Hier ist ganz viel möglich. Okay, das war ein kurzer Durchlauf zu aktuellen Beispielen, wie man diesen generischen LLM-Client in Vertic benutzen kann. Wir fassen also nochmal zusammen. Alles, was es braucht, ist ein API-Key bei einem der Mainstream-AI-Anbieter und eine Vertic-Version größer 68017. Und dann können Sie anhand dieses Beispiels hier recht schnell mal eine eigene AI-Funktion einbauen und ausprobieren. Viel Spaß dabei!